Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich möchte euch mal ein paar ziemlich coole Prompting-Helper, so nenne ich sie mal einfach, zeigen, die ich entdeckt habe. Einfach durch Schnöven im ComfyUI Manager. Und ich finde die Dinger ziemlich cool und es macht wirklich Spaß, damit mal ein bisschen rumzuspielen. Sei es zu experimentellen Zwecken oder einfach mal, um auch ein bisschen mehr Erfahrung im Prompting zu bekommen und zu lernen, wie man gewisse Prompts oder gewisse Effekte in Prompts, sagen wir es mal so, besser triggern kann. Und zwar, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir schauen uns heute das erste. Ich habe hier schon gefiltert auf Billbooks. Das sind die Bilbo X. Auf jeden Fall Bilbo. ComfyUI Custom Nodes. Da gehen wir mal auf die GitHub-Seite. Link packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Ne? Da sind alle meine installierten Custom Nodes immer. Die findet ihr da ganz bequem. Dann könnt ihr euch die auch raussuchen oder installieren. Hier findet ihr die. Und die Bilder brauchen wir uns gar nicht groß angucken. Die versprechen schon viel. Das sehen wir aber gleich mal live in Action. So, und das zweite, was ich mir angeschaut habe, das war You Are Fans. Also You nur mit U und dann Are Fans. Ich guck mal. Genau. Und dann findet es auch so, diese Node Suite, es sind mehrere. Also die Billbooks haben nur eine Node. Die ComfyUI Fans kommen mit mehreren Nodes. Link packe ich euch auch rein. Ist im Prinzip was Ähnliches, aber anders aufgebaut. Es gibt ja auch ein Video dazu auf der GitHub-Seite. Aber wir werden uns die gleich natürlich live ansehen. Wenn ihr nicht wisst, wie man Custom Nodes installiert, schaut auch gerne in mein ComfyUI Manager Video. Da habe ich das mal ganz deutlich erklärt. Ihr könnt euch diesen ComfyUI Manager hier runterladen, ganz bequem und easy und installieren. Der regelt das dann für euch. Der hat noch andere Vorteile. Oder ihr könnt einfach mit Git Clone euch die entsprechenden Nodes runterziehen. Also geht dafür im ComfyUI in euren Custom Nodes Folder und geht hier oben hin, sagt cmd, dann öffnet sich ein Command Prompt und hier könnt ihr dann diesen Git Clone Befehl reinkopieren und dann an der Stelle wird ComfyUI bzw. Git für euch einen Ordner im Custom Nodes Folder erstellen und dann habt ihr die verfügbar. Vorteil durch diese Methode ist, dass ihr mit Git verbunden bleibt, also das ist keine konstante Verbindung, aber ihr könnt zum Beispiel nehmen wir mal hier die Quality of Life, wenn ihr mit cmd auch hier dann direkt in den Ordner geht, könntet ihr sagen Git Pull und dann würdet ihr automatisch ein Update ziehen können. Aber wie gesagt, die Details dazu gibt es in meinem Custom Nodes Video. So, dann zeige ich euch das mal. Die erste Node, die wir uns anschauen werden, das ist die Billbox. Ich sage Billbox einfach, weil so habe ich es mir auch gemerkt. Die kommt in einem separaten Ordner hier im ComfyUI-Menü. Hier könnt ihr einfach die einzige Node auswählen, die da drin ist. Und dann erscheint diese Node hier. Und mit dieser Node kann man ziemlich coole Dinge machen. Was wir jetzt an der Stelle machen ist, wir sehen hier oben schon Full Compose Prompt. Das würde ich gerne mal direkt auf ein Text-Debug umleiten, damit wir uns angucken können, was da rauskommt. Wir werden aber gleich auch noch Live-Bilder damit erzeugen, aber mal um zu schauen. Wir müssen hier an der Stelle leider sagen, Print to Console True, weil irgendwie ist seit kurzem diese Text-Debug-Node aus den TinyTerra Nodes kaputt. Die zeigt hier nichts mehr an. Ich habe noch keinen Fix dafür gefunden. Ich hoffe, das wird noch nachgeliefert. Aber nun gut. So, was können wir jetzt damit machen? Wir können jetzt hier, wir haben eine Menge an Auswahl. Wir können jetzt hier an der Stelle einfach irgendwo draufklicken, zum Beispiel unter Style. Lasst euch nicht irritieren, dass hier oben immer Lighting steht. Das scheint ein Bug in dieser Node zu sein. Aber wenn wir hier einfach in dieses Dropdown Style klicken, beziehungsweise, machen wir einfach. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein Instant-Foto haben, dann klicken wir da drauf und dann steht hier Instant-Foto drin. Wenn man genau hinguckt, wenn man hier so ein bisschen drüber hovert, dann sieht man, dass hier auch eine Beschreibung
kommt, was das jeweilige Auswahlmöglichkeitsdingens hier gerade ist. Man kriegt eine Beschreibung darüber, wie zum Beispiel hier Tintype, Photography involves caption direct positive images, lacquered iron plates, producing antique looking Fotos und so on. Wir können uns auf jeden Fall hier eins auswählen, haben Instant Foto. Wenn wir jetzt mal einen Prompt eingeben, beautiful woman with a large city in the background, dann sehen wir hier unten schon ein Preview unseres Prompts. Also er hat schon das Instant Foto hat er leider gemacht. Das habe ich nicht eingegeben. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert, glaubt mir. Er hat unseren Prompt jetzt schon ergänzt. Also wir wollen hier an der Stelle unser Motiv haben und können dann jetzt unser Prompting hier erweitern. Wenn wir jetzt mal auf Framing gehen, dann können wir zum Beispiel sagen, wir wollen einen Full-Body-Shot haben. Und dann sehen wir hier unten auch, dass Full-Body ergänzt wurde. Obwohl die brauchen wir an der Stelle eigentlich. Ich lasse die mal. Ich mache hier unten aber auch mal den Log-Prompt auf Yes. Und dann drücken wir einmal Q. Da passiert natürlich nichts. Wir können uns jetzt aber in der Konsole hier einmal angucken, was er gemacht hat. Das Full Compose Prompt kommt aus der Billbox Note hier. Und unser Tiny Text Debug sagt das gleiche nochmal. Also haben wir jetzt ein Instant Photo of a beautiful woman with a large city in the background, full body. Und so können wir uns hier weiter durchklicken. Das heißt, wir können noch sagen, wir wollen hier im Lighting-Bereich, was nehmen wir denn da mal? Natural Lighting, dann wurde das hier unten auch ergänzt. Als Camera Angel können wir uns auch verschiedene Varianten auswählen. Wir können uns verschiedene Filme auswählen, also Fotofilme. Darunter können wir uns Lenses anschauen. Das machen wir gleich aber live mit Bildern. Das wähle ich jetzt noch nicht aus. Ich wollte euch nur mal den Effekt zeigen. Wir kriegen sozusagen durch diese Dropdown-Möglichkeiten hier einen Prompt generiert. Und das sind halt auch, also, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel im Kamerabereich gucke, ich glaube, die wenigsten wüssten, dass man sich zum Beispiel eine Holga 120N oder eine Kodak Brownie oder eine Polaroid SX70 auswählen kann. Deswegen sind die Beispielfotos auch ziemlich gut an dieser Stelle. Da hat man so ein bisschen Gefühl, was machen diese Kameras überhaupt? Was für Bilder schießen sie? Hier oben noch Modalkombos. An der Stelle könnt ihr einstellen, ob ihr diese Ansicht hier haben wollt. Oder wenn ihr es auf False setzt, dann kriegt ihr diese Ansicht, wie man es kennt. Nichtsdestotrotz sind dann hier auf der rechten Seite die Vorschläge und die Beschreibungen noch vorhanden. Ich bleibe immer bei Modal, weil ich finde das eigentlich ganz gut, hier mal so ein bisschen Übersicht zu haben. So, bevor wir jetzt einen Sampler dran kleben, was nicht funktioniert, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchtet das Subject to Input machen und hier vorne klebt ihr eine Textnote dran, sagen wir mal eine Tiny Terra Notes Text und sagt hier irgendwas. Irgendwas. So. Das funktioniert leider nicht, weil ihr seht hier unten, wenn ich hier tippe, ändert sich der Prompt hier unten nicht. Und wenn ich jetzt auch auf Q-Prompt drücke und dann nochmal hier in die Konsole gucke, dann haben wir immer noch unseren alten Prompt hier drin. Das heißt, so eine angeklebte Textnote macht an der Stelle leider nichts. Das fand ich ein bisschen schade. Das schränkt es ein bisschen ein. Nichtsdestotrotz hat es auf der anderen Seite natürlich andere Vorteile, die man sehr gut nutzen kann. Hier unten könnt ihr auch noch dann sowas wie Masterpiece, Absurd Res, Intricate, High Detail, das Übliche halt noch hinzufügen. Ich weiß auch gar nicht, wie dieses Feld hier heißt. Man kann es auch nicht auslagern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unser
Prompt jetzt hier unten nochmal dadurch ergänzt. Und zwar hinter hier Full Body. Also das ist wahrscheinlich wirklich die Reihenfolge, wie es erstellt wird. Hier oben habt ihr den Style, Instant Foto. Dann kommt unser Motiv. Dann kommt Full Body. Das ist der hier. Dann kommen unsere zusätzlichen Eingaben. Und danach kommen noch diese stilistischen Ergänzungen, die man hier hat. Und das machen wir jetzt einmal. Wir brauchen auf jeden Fall, die brauchen wir später nochmal, kann ich aber nochmal hinzufügen. Wir nehmen mal ein kleines Setup. Tiny Terra Node Loader. Nehmen das Epic Realism. Sagen hier, wir wollen Porträtmaße haben. Und wir sagen einen Tiny Terra Node Sampler. Verbinden die Pipe. So. Sagen an der Stelle, wir wollen unser Positive jetzt in einen Input konvertieren. Und jetzt können wir nämlich den Full Compose Prompt da oben einfach dranhängen. So. Schön machen. Das Auge rendert mit, sage ich immer. Damit haben wir es. Ich stelle mal meine Sampler hier ein. Wir kennen das Spiel. Zack, 20 Steps, passt schon. Im Negative könnt ihr, den könnt ihr hier eingeben. Ihr könnt ihn den hier ab der Stelle natürlich aber auch auslagern woanders hin. So, wir haben unsere kritischen Wörter drin. Genau. So, wir lassen einfach mal etwas generieren und warte mal, hier mache ich dann nochmal Preview. Hier sage ich einmal, ich möchte safen. Und diese Save Note, da mache ich jetzt was richtig Ekliges. Die ziehe ich mir nämlich nach links rüber und mache die größer. Ich mag das halt nicht, wenn man von hier hinten Nodes wieder nach vorne zieht. Das ist so unschön. Man könnte da mit einem Reroute hier ein bisschen was drumherum basteln, aber das wisst ihr sicherlich. So, aber wir können hier an der Stelle dann einfach mal ein bisschen hier mit diesem Sampler spielen oder mit diesem Prompting spielen und sehen, was für ein Bild hier am Ende rauskommt. Und das nenne ich mal Prompting. Upsa, Prompting Helper. So werden meine Bilder dann gespeichert. Das hilft mir einfach später bei den YouTube-Thumbnails. Okay. Negative is safe. Ja, wir haben alles gut im Blick hier. Dann lassen wir das einmal losrattern. Das Model muss noch geladen werden. Ich hatte im Vorfeld noch nichts gemacht. Aber ich höre die Grafikkarte schon tickern. So. Und jetzt haben wir a beautiful woman with a large city in the background. Wir sollten nichtsdestotrotz einmal den Seed auf Fix stellen und uns mal ein schönes Bild auswählen. Nein, das bitte nicht. Was soll das denn jetzt? Ich meine, sie hat ja noch was an, aber ich gebe mal ein bisschen mehr Gewichtung hier drauf. Das ist mir gestern hatte ich eine Firmenpräsentation, da ist mir das auch schon passiert. Die Damen sind zwar noch bekleidet, aber beautiful woman wearing a red dress. So. Genau, jetzt müssen wir nochmal nach dem Seed gucken. Der ist, glaube ich, ganz okay, oder? Es ist zwar ein Kleid mit Taschen. Gibt es sowas? Bestimmt, ne? Hier, mit Taschen für die Hände. Gibt es bestimmt, glaube ich. Naja, gut. So, und jetzt können wir nämlich hier hingehen und sagen, es ist jetzt, wir wollen Camera Angel anpassen. Und zwar wollen wir jetzt mal sagen, im Dutch Angel. Lassen das Ganze nochmal berechnen. Ist das der Dutch Angel? Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich würde eher sagen, das war ein From Above High Angel. Aber wir sehen hier unten im Prompting, dass es wirklich durchgekommen ist. Dutch Angel, hier steht's. Wir machen mal einen From Above High Angel. Okay, das ist schon weiter From Above.
Jetzt können wir hier sagen, wir wollen mal eine Kamera ausprobieren. Welche nehmen wir denn mal? Ist ja eigentlich egal. Wir nehmen mal eine Lumix GH5. Ich habe auch privat eine Lumix. Ja, war eigentlich ganz cool zu sehen, ne? Wie sich der Stil des Bildes ein bisschen geändert hat. Wir nehmen jetzt mal eine Fujifilm. Ja, sieht man schon. Filmtypes ist mir eigentlich relativ egal. Die Porta 160 sagt mir was, aber eine Cinestill sagt mir auch was. Der hat ganz schön Änderungen an unserem Bild gemacht. Probieren doch mal die Porta 160. Ja, können wir mal lassen. Lenses 50 mm nehmen wir mal. Hat ein bisschen was verändert. Filtereffekte können wir noch drüber legen. Eine Vignette zum Beispiel oder ein Hologramm-Effekt, ein Glitch-Style. Ich würde gerne mal den Glitch-Style ausprobieren. Ich mag Glitch-Styles eigentlich. Das ist ein Glitch-Style. Was macht den Hologramm-Effekt? Okay, das ist nicht so schön geworden. Wir könnten jetzt noch andere Seeds ausprobieren natürlich. Mich stört auch schon die ganze Zeit dieses Gesicht. Das würde ich eigentlich ganz gerne schon direkt... Softfokus. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne direkt verbessern lassen. Aber das können wir ja eigentlich machen, wenn wir hier Full Body wegnehmen und dann sagen, wir wollen einen Headshot haben. Klingt falsch, Headshot. Aber wird besser. Headshot ist ganz gut. Upper Body können wir auch mal versuchen. Ändert sich nicht viel, ne? Headshot fand ich einen Ticken besser. Huch, das ist der falsche. Was hatte ich denn da ausgewählt? Was ist denn das? Instant-Foto. Hier. Close-Up on Face. Das ist ganz cool. Close-Up on Face lassen wir mal. So, und Photographers. Gut, an der Stelle kann man Stile von Fotografen auswählen. Das überlasse ich euch. Ich weiß von Fotografen und Künstlern, dass die sich zu Recht wahrscheinlich beschwert haben, dass man mit KI ihre Kunst nachbilden kann. Ich lasse es jetzt für das Demo weg. Ihr habt verstanden, wie das vom Prinzip her funktioniert. Deswegen hier könnt ihr euch noch verschiedene Fotografen und so auswählen. Macht es, wenn ihr wollt. Aber hier lassen wir es mal weg. Es funktioniert aber, es ändert auch das Bild, das kann ich sagen. Ich habe es getestet, aber jetzt fürs Video lassen wir das einfach weg. Was ich auch ganz cool finde ist, es gab, lasst mich mal eben gucken, nein, hier bleiben wir bei Instant Photo. Wo gab es denn bei Camera, warte mal, Camera Angels, da machen wir nochmal From Above und wir nehmen als Kamera einmal eine GoPro Hero. Ja, da würde ich gerne noch mal einen anderen Seed ausprobieren, weil da kommen teilweise auch richtig coole Sachen raus. Huch, verdammt. Alles schief und krumm hier. Wir könnten das noch verstärken, indem wir sagen, wir wollen eine Fisheye Lens haben. Ja, da kommen schon eigentlich ganz coole Sachen raus. Vielleicht kommt ja auch hier mit der GoPro Hero mit dem Filmtype durcheinander, was ja durchaus nicht passend ist. In der GoPro kann man, glaube ich, den Filmstil nicht auswählen. Ja, also man kommt schon ziemlich cool an die Ergebnisse ran. Wir können jetzt nochmal sagen, wir wollen, nee, Close-Up on Face, aber From Below Angel.
Und dann kriegen wir, hier sieht man es ziemlich deutlich, ne? Wir haben jetzt eine GoPro mit Fisheye Lens. Was ist denn, wenn wir das Bild jetzt nur mit GoPro machen? Ja, Fisheye Lens macht schon seinen Teil dazu. Aber ich finde das einfach sehr cool, mal rumzuprobieren, wie man jetzt ein Bild auch mit Camera Angels und sowas, weil ich habe oft nachgeguckt, was für Camera Angels gibt es denn zum Beispiel, wie kann man die eingeben und sowas, was gibt es da so im Fotografie- und Filmbereich, und ehrlich gesagt, nach einer Woche habe ich es wieder vergessen, dann habe ich die Seite wieder gesucht, und deswegen finde ich das ziemlich cool, dass man hier an der Stelle sowas benutzen kann, einfach mal. Und wenn man es oft genug gemacht hat, dann kriegt man hier, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl über diese Prompts, die man hier machen kann. GoPro Hero 8mm Fisheye Lens, Soft Focus, From Below, Low Angel, solche Geschichten. So, die zweite Note Collection, die wir jetzt gleich besprechen, ist was Ähnliches. Nicht so schön gestylt, aber ich sag mal ausufernder, weil die Auswahlmöglichkeiten an der Stelle sind schon enorm. So, wir räumen jetzt hier erstmal auf. Wir brauchen diese hier nicht mehr. Das werden wir weiterhin so brauchen. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich mache nichtsdestotrotz erstmal diese Notes hier aus und wir schauen uns die UR Fans Collection an. Die hat keinen eigenen Ordner. Die findet ihr dann im Utils-Bereich hier. Und da gibt es einmal den Prompt Styler Negative. Und hier, ich sage, es ist nicht so schön, aber naja, zweckmäßig. Wir nehmen nochmal einen TTN Text Debug mit Log to Console. Wie gesagt, irgendwie ist das hier broken. Keine Ahnung warum. Hier können wir selber einen Negative Prompt eintragen. Our Negative Prompt. Und dann können wir hier oben sagen Style. Und diese Styles scheinen von Sebastian Kamm zu kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen Save for Work. Das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Und dann mal Q-Prompt sagen. Dann sehen wir, dass wir hier ich bin hochgescrollt. Hier ein ziemlich großes Negative Prompt bekommen. Das können wir auch gleich mal versuchen. Ich habe jetzt extra das Save for Work genommen, weil hier steht auch Not Save for Work und so. Der Sicherheit halber würde ich es trotzdem nochmal bei uns, wie gerade eben, eintragen. So, das müsste jetzt zu sehen sein. Wo ist es? Our Negative Prompt. Wieso scrollt der hier nicht mehr? Hier ist es. Hier sind unsere Eingaben jetzt drin. Wir können auch sagen, wir wollen das nochmal am Ende hinzufügen. Ich denke aber am Beginning reicht das. So, das könnten wir jetzt tatsächlich hier oben in unseren Negative schon reinklemmen. Haben wir einmal Negative. Hängen wir das da rein. Gucken, dass wir hier so ein bisschen Platz behalten für gleich. Die machen wir jetzt nochmal weg. Kann ich anlassen, dürfte nicht schaden. So, und was diese Note Collection noch weiterhin bietet, ist, es gibt einen Fans Prompt Styler Positive. Auch hier können wir uns gewisse Prompts auswählen. Sprich, wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, Woman wearing a red dress in front of a large city, und dann sagen, wir wollen hier an der Stelle schon, sagen wir mal Cinematic haben. Dann können wir das einmal hier reinhängen, Q-Prompt sagen. Und dann kriegen wir a Cinematic Photograph. A woman wearing a red dress. Ist es grammatikalisch nicht sehr schön. Könnten hier noch sagen off. Dann wird es wieder passen. Deswegen macht das Debuggen dann doch an der Stelle, glaube ich, ein bisschen Sinn. Aber hier kann man schon vordefinierte Prompts schon mal reinladen. Wenn wir jetzt einmal hier zum Beispiel G-Foto nehmen, was auch immer das ist. A photo of a woman. Und was ist G-Render? Achso, dann steht da einfach nur a Render of a Woman, ne? A Rendering of a Woman.
Sowas kann man hier schon hinzufügen. Das können wir uns nochmal eben beiseite schieben. Es gibt nämlich weiterhin noch Utils hier. Es gibt den Fans Styler. Und der ist ein bisschen größer. Hier haben wir, das ist ein bisschen blöd beschrieben, ich weiß, Style 1, Style 2, Style 3, 4 und so, da müssen wir uns ein bisschen reinfuchsen. Aber diese Node geht am besten einher mit dem mitgelieferten Fans Text Concatenate. Und zwar Fans Text Concatenate sagt, schieben uns das mal alles ein bisschen hier rüber. Wir können jetzt nämlich hier oben sagen, wir wollen unser Hauptprompt haben oder jedes beliebige String Prompt an sich. Und dann können wir hingehen und diese ganzen Styles einmal hier rüber verbinden. Kann man natürlich auch nur die nehmen, die man braucht, aber wir machen jetzt mal alles. Es funktioniert auch mit allem. Es wird dann nur vielleicht mal leere Kommaseparierung oder so bei rauskommen. Aber das ist halb so schlimm. Das hat jetzt nicht so viel Unterschied gemacht bei meinen Testings vor ein paar Tagen. So, mit Linebreak Edition können wir hier an der Stelle sagen, es soll nicht in einer Zeile per Komma getrennt sein, sondern jedes dieser Einstellungen hier soll in einer extra Line sein. Aber jetzt können wir hier hingehen und sagen, also wenn ich das einmal laufen lasse und wir uns den Debug angucken, dann sehen wir hier hinten schon eine ganze Reihe an Kommata. Das sind die Dinger, die aufgefüllt werden. Dieses Desk 3 hier hinten, das ist das unterste und das letzte. Da gehen wir aber mal eben schnell durch. So, und ich würde sagen, wir lassen den Text-Debug mal hier. Wir schieben das aber hier oben in unser Positive rein. Machen die beiden Nodes mal an, beziehungsweise die 3. Und dann können wir nämlich mit unserer Standard-Node hier oben hantieren. Die Negatives lassen wir mal. Und wir hantieren einfach mal mit der Node hier rum. Und gucken mal, was bei rauskommt. So, jetzt haben wir wieder unsere Dame im roten Kleid vor einer großen Stadt. Und jetzt können wir hier hingehen. Wenn ihr das hier übrigens Komma Condition ausschaltet, dann sind keine Kommata mehr da, sondern nur Leerzeichen. Würde ich nicht machen. Hier können wir jetzt nämlich auch wieder hingehen und uns eine ganze Reihe an verschiedenen Shot-Möglichkeiten auswählen. Zum Beispiel die Bird's Eye View Shot. Nochmal einen Ticken größer. Ich weiß nicht, ob das eine Bird's Eye View Shot ist. Es sieht aber auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Wir können sagen, wir wollen einen Close-Up Shot haben. Ja, High-Level Shot, Full Shot, was ist denn hier noch? Was ist denn ein Master Shot? Master Shot, der muss ja der ultimative Shot sein. Das ist ein Master Shot. Interessant. Over-the-Shoulder Shot ist auch ziemlich cool. Funktioniert nicht mit jedem Bild, aber doch hier. Hier funktioniert es super. Also einmal das Gesicht über die Schulter fotografiert. Wir können hier noch sagen, wie das Lighting sein soll. Zum Beispiel am Morgen. Oder es soll verschneit sein. Oh. Sie leidet. Ich mach hier mal Non wieder rein. Gut, Photographer ist das gleiche wie ich eben schon gesagt habe. Ihr könnt euch hier einen Photographer auswählen, wenn ihr einen kennt oder irgendwas in die Richtung machen wollt. Aber hier werden wir es nicht machen. Bei Color könnt ihr noch angeben, wie viel oder welchen Farbstich alles haben soll. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Rainbow mit reinschmeißen, mal gucken. Oh, wir haben ein Rainbow gekriegt. Ist auf jeden Fall mit drin. Monochrom. Interessant. Ach so. Er sagt monochrom, aber wir haben oben ein Red Dress drin. Cooler Effekt. Kenne ich aus einem Film. Genau, also hier könnt ihr nochmal ein bisschen mit den Colors rumspielen. Gradient dürfte ja so ein Übergang sein irgendwie.
hat er hier unten im Kleid gemacht? Hat er hier hinten im Himmel, glaube ich, irgendwie gemacht? Nehmen wir nochmal raus. Ihr könnt übrigens auch auf Non klicken, dann wird das geleert. Ich lasse es aber mal jetzt hier drin, weil es einfach übersichtlicher ist. Bei Theme könnt ihr solche Dinge eingeben wie Surrealismus. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen beißen mit den Negatives. Surrealismus ist ja ziemlich schräg. Die Negatives versuchen das gerade wieder gerade zu ziehen und dann kommt so ein Mischmasch bei raus. Aber hier könnt ihr zum Beispiel auch Fantasy sagen dann noch. Ist jetzt nicht so Fantasy. Vielleicht sind das auch die Negatives, die hier reingreifen. Wir können auch mal Science Fiction ausprobieren. Ich will jetzt trotzdem mal gucken, ob das die Negatives wirklich sind. Wenn wir jetzt mal hier sagen Non. Was macht er dann? Das muss ich ausprobieren. Na, vorher war es besser. Probiert da einfach ein bisschen mit rum. Funktioniert. Vielleicht nicht bei jedem Seed und so, das ist ja immer ein bisschen das Problem. Ne, hier lassen wir auch noch mal Theme drin. So, Emotion. Hier könnt ihr sagen, wir wollen Joy haben an der Stelle. Also Freude, pure Freude. Ja. Was haben wir noch? Suspense vielleicht. Lassen wir mal Suspense. Material, hier könnt ihr noch einstellen, ob das Bild irgendwie oder welche Materialien hier drin erscheinen sollen, beziehungsweise welches Material. Man kann ja hier an der Stelle wahrscheinlich nur eins angeben oder ihr müsstet einen zweiten Fan-Styler nehmen und das hier unten anders konkatenieren an der Stelle. Was ich aber richtig cool fand ist, das Style 10 hier ist übrigens nur, da kann man Red eingeben und dann macht der im Prompt Apple. Also da steht dann wirklich Apple an der Stelle. Wenn man Gren angibt, was übrigens falsch geschrieben ist, es müsste Green heißen, dann schreibt er Melon in den Prompt. Und bei Blue schreibt er Bua, glaube ich, rein. Also ja, ist so. Ich habe bei Testen gemerkt, dass es hier an der Stelle ja, es geht dann so ein bisschen in diesen Farbstich, also Rot, Grün, Blau über. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber es gibt es. Aber was richtig cool ist Film. Und hier habt ihr eine ziemlich große Auswahl an verschiedenen Filmen. Man kann zum Beispiel sagen Nightmare on Elm Street. Und wir können hier einmal kurz gucken, was er an der Stelle hier ergänzt. Und dann sieht man hier auch Inspired from a Nightmare on Elm Street, directed by Wes Craven. Also man kriegt auch den Direktor mit noch dazu. Und die Bilder passen sich sehr gut an das jeweilige Thema an. Also Back to the Future zum Beispiel. Der Prompt an der Stelle ist Inspired from Back to the Future, directed by Robert Zemeckis. Ja, ist so ein bisschen 50-Style. Ich habe Bilder gesehen, da passte das richtig, richtig gut. Da muss man halt ein paar noch ein bisschen, nicht nur auf einem Seed rumhampeln, sondern auf mehreren Seeds wahrscheinlich. Aber es funktioniert. Indiana Jones. Mal gucken, ob wir eine Einstellung treffen, die mit dem Seed gut passt. Nee, dann mache ich jetzt doch mal einen anderen Seed. Wir machen mal Randomized jetzt an der Stelle hier. Wir lassen uns mal einfach zufällig ausgeben, damit wir das ein bisschen besser sehen können. Das ist Indiana Jones. Vielleicht in front of a large city. Das könnte irritieren. In Indiana Jones kamen keine large cities vor. Ja, das könnten jetzt Szenen wirklich aus Indie sein. Wenn wir jetzt nochmal Back to the Future nehmen. Ja, oh cool, hier hinten sogar mit angedeuteten DeLoreans, nicht 100% getroffen, aber es passt schon.
Was haben wir denn nochmal hier? Es gibt so unglaublich viele Filme hier. Iron Man. Ja, eindeutig. Mission Impossible. Ja, gut, könnte sein. Ist jetzt halt auch sehr ein moderner Film. Der Hintergrund sieht schon ziemlich nach Mission Impossible aus, das stimmt. Haben wir noch einen, den wir hier irgendwie nehmen können? Star Wars, was ist denn mit Star Wars? Red Dress könnte sich mit Star Wars beißen. Ja, er hat sich Mühe gegeben, sagen wir mal so. Haben wir sonst noch was hier? Titanic. Tron Legacy dürfte auch einen eindeutigen Stil haben. Da können wir nochmal, ich gehe mal ein Risiko ein und sag mal, ich nehme das Red Dress mal raus und sage nur A Beautiful Woman. Ja, okay, das Red Dress macht schon vieles aus. So kriegen wir wirklich einen sehr guten Tron Legacy Style. Ich könnte da stundenlang mit ausprobieren. Ich finde das so cool. Transformers. Ich kann mich nicht an diese Szene in Transformers erinnern. The Thing, The Hobbit. Was ist denn mit The Hobbit? Gab's Lord of the Rings? Ist mir nicht aufgefallen, aber The Hobbit geht ja auch in die Richtung. Ja. Ist, glaube ich, klar. So, jetzt können wir nochmal den Shot hier eben ändern und sagen, es ist ein Ground-Level-View-Shot. Ist das ein Ground-Level-View-Shot? Ich weiß es nicht. Low-Angel-Shot. Er macht jetzt auch wirklich Hobbits, ne? Wir haben Hobbit ausgewählt und er macht ein Hobbit-Shot. Na, was ist das denn hier? Das ist aber kein Hobbit, oder? Nee, das ist doch eine Elfe. Was wollte ich? Ich wollte den Film mal gucken und schauen, ob es Lord of the Rings gibt. Wir können ja auch hier oben suchen. Das geht ja auch. Lord of the Rings. Tatsache. Ja. Ist schon echt cool. Off-Center View. Ja, ist für mich ziemlich Center. Aber nun gut. Ja, und hier sehen wir mal, was er uns gebaut hat. Photo of a Beautiful Woman, Off-Center View, Fantasy Movie, inspired from Lord of the Rings, directed by Peter Jackson, Suspense. Wie gesagt, das Desk 3 ist hier unten, dass wenn man das einmal rausnimmt und den Q erzeugen lässt, dann ist es auch weg. Und die Kommas hier zwischen, das sollte nicht so stören. Und wenn es euch stört, dass da Inspired anstatt Inspired steht, dann nehmt Style 3, sagt ein Replace String, nimmt Style 3, das geht nicht, das ist kein String, okay. Search, Replace, Text Find and Replace, das sollte gehen. Und hängt euch das in den, das müsste dann in C sein, rein. Und jetzt müssten wir mal sagen hier, Inspired. Da möchten wir gerne einen Inspired haben. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Inspired steht da jetzt. Jawohl. Genau. Ist ein bisschen. Ja. Die Prompts, die das Ding erzeugt, sind ein bisschen unschön zugegebenermaßen. Allerdings sind die Auswahlmöglichkeiten und die Inspirationen, die man dadurch erhält, eine Menge wert und man lernt wieder viel durch Prompten. Gerade dann sollte irgendwann mal wieder diese Text-Debug-Note hier auch mal vernünftig im UI wieder anzeigen, wie der Text ist. So, aber mit diesem wunderschönen Bild sage ich euch einfach, habt viel Spaß beim Experimentieren und Rumprobieren damit. Mal schauen, was ihr damit alles so zaubern könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.
Bis dahin macht es gut und tschüss.